Hallo, Valerie hier, euer Bastelwal. Meine Freundin hat gleich Geburtstag und sie mag diese Bilder von Franz Basdera, die schöne, glückliche Kühe. Die Kuh eignet sich hervorragend für meine Idee für eine besondere LED-Karte, kombiniert mit einem Schüttelteil, dass wenn man die Augen in die richtige Platz hineinschüttelt, dann leuchten die Lichter. Ja, jetzt zeige ich, wie ich das gemacht habe. Ich habe das Bild 3-mal mindestens ausgedruckt. Eine dient als unterste Schicht, wo der Stromkreis drauf kommt. Eine andere Schicht habe ich geschnitten, also alle Teile ausgeschnitten, wo Lichter kommen und wo das Gesicht ist, das gelbe Teil und die Augen. So habe ich das auf der untersten Schicht markieren können. Ich benutze ein 3-Volt Knopfbatterie und Kupferband 6 mm breit und dann LEDs. Die sind ziemlich klein. Die Handhabung ist gerade noch okay. Die Markierungen mache ich nicht nur auf ein Bild für unser Stromkreis, sondern auch auf ein Stück Moosgummi, das als Zwischenlage dienen wird. Hinzu kommt auch ein Plätzchen für die Batterie. Eine Skizze meinen Stromkreis. Blau ist negativ, Kupferband. Rot ist auch Kupferband, die andere Seite von der Batterie. In der Mitte, wo die zwei treffen, das Runde, das ist die Batterie. Links und rechts sind jeweils 3 LEDs und dann, so wo die Augen sein müssen, sind 2 Unterbrechungen im Roten da, wo dann Schalter gebaut werden.
Nur zur Abwechslung rede ich gleich auf Englisch. So I took it apart again and put an extra bit of copper here so that we've got more area for this to make contact. And this I've put another little roll of copper because that's the most dense thing I've got to make it heavier. And now fix the battery, which means that there should be a current to make my little light go. Ah, there we are, you see. It works. Now I have to see if the other eye works. Oh yes. At least wobbly. Now I've let go, it's still there. It's probably, oh, it is stuck. Yeah, okay. It's a challenge. So, aber jetzt habe ich sie alle zum Leuchten gebracht, auch mit nur die Augen drauf. Allerdings ist es nicht sehr zuverlässig. Ich habe schöne, großköpfige Kupfernageln entdeckt in unserer Garage. Die habe ich dann zweckentfremdet als Augen. Ausreichend Gewicht habe ich dann letztendlich mit meinem Kupfernagelkopf plus ein Mutter, dann noch eine Lage, wo ist es dann, sowas, ein Ring und dann mein Papierauge oben drauf. Alles zusammengeklebt und jetzt ist es einige Millimeter dick. Und so muss mein Fenster so viel Platz bieten. So habe ich meine gewölbte PET-Folie auf dem Moosgummi auch noch dazu. Ich habe gedacht, ich könnte das so machen. Ne? PET-Folie unter dem Moosgummi. Aber jetzt meine Konstruktion, meine Augenkonstruktion, dass das da genug Platz hat, so hin und her schieben, dann muss ich das so aufbauen, dass es dann 4-5 mm Platz hat. Das Formen von PET-Folie in so ein schönes Fensterstück erkläre ich in anderen Videos. So, und jetzt für eine kleine Probe. Das funktioniert, wenn die einigermaßen, ja. Kann funktionieren. Das ist alles, was wir brauchen. Und jetzt mein PET-Teil und jetzt schütteln wir, bis dann das geht und das geht. Also ist es machbar. Da die Lichter grün sein sollen, dann schneide ich hier kleine runde Stückchen von grünem Filz und klebe sie dann über die LEDs. Extra Ohren und dieses Schnauzeteil habe ich dann unten aufgebaut mit Moosgummi, dass wenn sie draufgeklebt sind, dann sind sie plan mit der Oberfläche vom Fenster. Und jetzt alles Gute zum Geburtstag, liebe Kuh.
Bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.